Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Release-Video auf dem Kanal von cTable. Mein Name ist Felix Sandrock. Die Version 4.4 steht wie gewohnt allen zur Verfügung auf cloud.ctable.io und für alle Selbsthoster auf Docker Hub. Was bringt die neue Version alles mit sich? Der Universal App Builder hat einiges an Feinschliff bekommen und ich kann schon jetzt ankündigen, mit der Version 5.0 wird der Beta-Status verlassen. Beim Excel-Import gibt es einige Verbesserungen. Diese sind jetzt deutlich flexibler, zuverlässiger und auch stabiler. Auch bei den gemeinsamen Datensätzen gibt es diverse neue Funktionen und die schon bekannten Standardwerte greifen jetzt überall. Lassen Sie uns also keine Zeit verlieren und uns die ganzen Neuerungen im Detail anschauen. Okay, dann starten wir auch direkt mit den Neuerungen aus der Version 4.4 mit dem Universal App Builder. Dafür gehen wir einmal in unsere Testbase und öffnen uns die App. Und zwar ist es jetzt neu auf den Abfrageseiten, dass auch die Schaltflächen unterstützt werden. Das heißt, wir öffnen uns hier einfach einmal einen Eintrag und können jetzt hier mit dem Button den Status für den jeweiligen Eintrag ändern. Das heißt, wenn ich die Seite einmal neu lade oder suche, sehen wir, der Status hier hat sich jetzt geändert. Welche Funktionen bei den Schaltflächen werden alle unterstützt? Das ist einmal die Funktion Zeile sperren, Zeile bearbeiten, wie wir hier gerade in dem Beispiel gesehen haben. URLs können geöffnet werden, PDF-Dateien in Spalten gespeichert werden, Benachrichtigungen versendet werden, E-Mails und Skripte können ebenfalls ausgeführt werden. Eine weitere Neuerung gibt es auf der Kalenderseite. Diese ist sehr praktisch und bringt deutlich mehr Flexibilität. Und zwar können jetzt Einträge ganz einfach per Drag and Drop verschoben oder geändert werden. Klarerweise muss die Berechtigung entsprechend angepasst werden, aber diese Funktion bringt jetzt deutlich mehr Flexibilität. Außerdem neu auf der Tabellenseite. Hier ist es jetzt möglich, wenn man in den Tabellenkopf klickt, dass die gesamte Spalte markiert wird, genauso wie Sie es auch aus der Base schon kennen. Außerdem mit neu hinzugekommen ist der Füllgriff. Das heißt, wenn Sie hier in eine Zeile mit reinklicken, können Sie jetzt hier den jeweiligen Wert in die darunterliegenden Spalten mit übertragen. Eine Neuerung gibt es zusätzlich noch auf der Formularseite. Hier können jetzt auch die Mitarbeiterspalte mit eingebunden werden. Das war in der Vergangenheit noch nicht so. Das heißt, hier können Sie jetzt auch, wie Sie es aus der Base schon kennen, die Mitarbeiterspalte ganz normal verwenden. Das funktioniert hier in der Universal App und auch auf der normalen Formularseite. Von hier aus schauen wir uns die Änderungen auf der individuellen Seite an, die noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten. Dafür schließen wir einmal die App hier im Vorschau-Modus und öffnen sie noch einmal im Bearbeitungsmodus. Öffnen uns hier noch die Einstellung von der individuellen Seite und wir sehen jetzt hier, wir können die Titelleiste ausblenden. Wenn ich diesen Regler hier aktiviere, sehen Sie hier oben, die Titelleiste verschwindet. Ich deaktiviere es noch einmal, aktiviere es wieder. Das Ganze ist aus meiner Sicht eine große optische Aufwertung und bietet einfach noch mehr Webseitengefühl. Bei den Kartenelementen gibt es auch Neuerungen und zwar bei den Links. Hier können jetzt die verschiedenen Seiten aus der Universal App direkt ausgewählt werden, auf die wir verlinken wollen. In der Vergangenheit war auch das Verlinken auf Seiten der Universal App schon möglich. Das Ganze war aber leider etwas umständlicher und jetzt ist es deutlich fluffiger und eleganter gelöst. Das heißt, wenn wir hier auf unsere Seite mit den Schulungen verlinken wollen, wählen wir diese Seite hier aus, schauen uns das Ganze noch einmal in der Vorschau an und wenn wir jetzt hier raufklicken, springen wir automatisch auf die Seite mit den Schulungen. Ich gehe zurück in den Bearbeitungsmodus und zwar gibt es jetzt eine weitere Option noch. Neben dem Verlinken auf die Seiten aus der App
können wir auch auf externe Webseiten verlinken, indem wir hier ganz einfach die Adresse mit eintragen. Und ein weiterer Vorteil ist, wir können jetzt hier entscheiden, ob dieser Link in einem neuen Tab geöffnet werden soll oder im aktuellen Tab. Wenn wir jetzt hier das Ganze einmal im neuen Tab öffnen lassen wollen, das Ganze noch einmal im Vorschau-Modus an, klicken hier auf unseren Link und werden auf die gewünschte Seite verlinkt. Diese Option besteht nicht nur bei den Kartenelementen, sondern wenn wir uns hier einmal, das ist ein Elementtyp Bild, sehen Sie hier, haben Sie die gleichen Link-Optionen für den Öffnungsmodus, entweder in einem neuen Tab oder auf der gleichen Seite. Des Weiteren kommen wir hier einmal auf die Statistiken. Ich öffne hier einmal die verschiedenen Typen und wie Sie sehen, sind hier einige Statistiktypen neu mit hinzugekommen, beziehungsweise wurde gleichgezogen mit den Typen, die auch in der Base zur Verfügung stehen. Sobald wir hier einen Typ ausgewählt haben, werden Sie hier in den Elementeinstellungen auf der rechten Seite noch weitere Neuerungen sehen. Es gibt jetzt hier einmal die Diagrammeinstellung, in denen Sie nach wie vor Titel, Schriftgröße und so weiter mit anpassen können. Und neu mit hinzugekommen ist hier der generelle Stil. Das heißt, hier kann jetzt zum Beispiel noch ein Hintergrund mit ausgewählt werden. Und Sie können hier auch noch eine Rahmenfarbe definieren, wenn Sie das gerne möchten. Ansonsten gibt es noch kleinere Änderungen an dem Universal App Builder. Das heißt, wenn wir hier nochmal eine neue App mit hinzufügen, sehen Sie jetzt nur noch die Universal App und die Datenabfrage App. Ich hatte im letzten Release-Video und in den Release Notes schon darauf hingewiesen, dass die Galerie-App ganz verschwinden wird. Die Datenabfrage-App, wenn wir die jetzt hier einmal mit hinzufügen und das Ganze einmal abschicken, sehen Sie, die Abfrage-App basiert jetzt auch direkt auf dem Universal App Builder. Das heißt, bestehende Galerie- und Datenabfrage-Apps bleiben so bestehen, wie Sie es kennen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass diese Daten verloren gehen. Dann kommen wir als nächstes zu den Neuerungen bei den gemeinsamen Datensätzen. Und dafür sehen wir haben hier in einer weiteren Testbase einmal hier einen gemeinsamen Datensatz, also Personaldaten mit eingebunden. Wenn wir diese Base jetzt kopieren, bleiben einfach hier in dieser Gruppe, haben wir jetzt hier die Möglichkeit direkt zu aktivieren, dass die Knüpfung zum gemeinsamen Datensatz beibehalten wird und uns wird auch direkt mit angezeigt, welcher gemeinsame Datensatz hier beibehalten wird. Das heißt, wir kopieren das jetzt einmal, öffnen unsere kopierte Base und sehen jetzt auch hier, der gemeinsame Datensatz ist nach wie vor in dieser kopierten Base mit vorhanden. Das war in der Vergangenheit nicht so. Wenn Sie eine Base kopieren sollten in eine Gruppe, die keinen Zugriff auf den gemeinsamen Datensatz hat, bekommen Sie auch einen entsprechenden Hinweis. Eine weitere Neuerung, wenn Sie eine Base wiederherstellen aus einem Snapshot. Das machen wir einmal schnell. War es in der Vergangenheit ja auch so, dass die Verknüpfung oder die Verbindung zu einem gemeinsamen Datensatz verloren gegangen ist. Wir haben jetzt hier unsere wiederhergestellte Base und wir sehen hier, die Personaldaten sind kein gemeinsamer Datensatz mehr. Wir können jetzt hier aber einfach wieder sagen, wieder mit dem gemeinsamen Datensatz verknüpfen, wählen unseren gemeinsamen Datensatz, also die Personaldaten aus, bekommen dann hier noch einmal den Hinweis, verknüpfen das Ganze und sehen, alles klar, hier ist wieder ein gemeinsamer Datensatz vorhanden und hier ist jetzt sogar noch ein neuer Eintrag mit hinzugekommen.
Das Ganze wurde also wieder mit eingebunden. Des Weiteren ist es jetzt auch möglich für die Person, die den gemeinsamen Datensatz pflegt, eine Synchronisation anzustoßen. Das heißt, wir geben jetzt hier noch eine weitere Person mit ein, haben jetzt also unseren gemeinsamen Datensatz bzw. die Base, aus der der gemeinsame Datensatz resultiert, um eine weitere Person erweitert und gehen jetzt hier im Menü in den gemeinsamen Datensatz und haben jetzt hier, indem wir auf die weitere Aktionen klicken, die Möglichkeit, eine Synchronisation zu erzwingen. Wenn wir diesen Button drücken, sehen wir hier, an welchen Stellen der gemeinsame Datensatz überall mit eingebunden ist. Und wenn wir hier einmal klicken, Synchronisation erzwingen, bekommen wir hier den Hinweis, alle Bases wurden synchronisiert. Das heißt, wir springen jetzt hier einmal mit rein. Wir haben ja eben gesehen, hier in der Testbase war das Ganze mit eingebunden. Wir öffnen die entsprechende Tabellenseite und sehen jetzt hier, der neue Eintrag ist mit vorhanden. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass bei den gemeinsamen Datensätzen die Synchronisation von dem User aktiviert ist, sondern wenn irgendeine Neuerung eingetragen wird, kann man als Ersteller des gemeinsamen Datensatzes die Synchronisation automatisch anstoßen und alle gemeinsamen Datensätze sind auf dem neuesten Stand. Auch bei den Standardwerten gibt es einige Neuerungen. Wir wechseln noch einmal kurz die Base. Und zwar war es ja in der Vergangenheit so, wenn Standardwerte definiert wurden, dass die immer nur gegriffen haben, wenn man eine neue Zeile manuell mit hinzugefügt hat. Sie haben jetzt gesehen, hier beim Status ist ein Standardwert hinterlegt und sobald ich hier das Ganze manuell mit anlege, ist das Ganze eingefügt. Jetzt ist es auch so, dass die Standardwerte überall greifen, wo neue Zeilen mit hinzugefügt werden. Das heißt, per Webformular, per App, per Schaltfläche, Zeile in eine andere Tabelle kopieren und auch mit der Automation Zeile hinzufügen oder einen neuen Eintrag in eine Tabelle hinzufügen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Teilnehmer. Wir haben hier die Schaltfläche kopieren, die einfach diesen Eintrag in die Tabelle mit den Anmeldungen kopiert. Wir machen das einmal, wechseln hier rüber und sehen, hier ist der neue Eintrag von der Melanie Mahler und der voreingestellte Status wird hier übernommen. Alle Spalten, die die Funktion mit den Standardwerten unterstützen, haben jetzt auch hier den neuen Menüpunkt Standardwert festlegen. Das heißt, hier einmal einige Beispiele, wo das Ganze verfügbar ist. Außerdem wurde noch das formatierte Textfeld überarbeitet. Das heißt, wenn man jetzt hier Informationen einträgt, war es in der Vergangenheit so, dass wenn Leerzeichen oder Zeilenumbrüche eingefügt wurde, dass diese nicht übernommen wurden. Wenn wir hier das Fenster jetzt einmal schließen und wieder öffnen, sehen wir, dieser Zeilenumbruch bleibt bestehen. Und wenn wir hier jetzt in ein solches Feld mit hineintippen, wird der Text hier auch nicht einfach überschrieben, sondern wir können hier reingehen und dann hier einfach weiterschreiben. Wenn wir noch einmal zurück auf die Startseite wechseln, schauen wir uns nochmal die Benachrichtigungszentrale an. Die wurde ebenfalls deutlich überarbeitet. Man kann jetzt hier genau erkennen, von wo eine Benachrichtigung kommt. Man sieht entweder wie hier, dass eine Base mit einem geteilt wurde, Benachrichtigungen aus Bases und auch aus Apps. Und wenn ich da drauf klicke, werde ich auch direkt in die entsprechende Tabelle, Base oder auch App verlinkt. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu den verbesserten Excel-Importen, die jetzt deutlich schneller, flexibler, stabiler und zuverlässiger geworden sind. Das heißt, beim Upload sollte es jetzt deutlich weniger Fehlermeldungen geben.
Einige kennen es vielleicht noch, dass in der Vergangenheit auch Sonderzeichen mal zu Problemen geführt haben können. Das sollte jetzt alles nicht mehr auftreten. Wenn wir jetzt hier eine Datei mit auswählen, werden wir jetzt gleich die Vorschau sehen. Und hier erkennen Sie schon, man kann jetzt auswählen, welche Sheets hochgeladen werden sollen. Wir wählen jetzt nur das eine aus, schicken das Ganze ab. An der Stelle schon ein kleiner Ausblick für die Version 5. Dort wird es auch möglich sein, einzelne Spalten auszuwählen, die hochgeladen werden sollen. Und im Hintergrund sehen wir schon, der Import hat erfolgreich stattgefunden. Das waren also die wichtigsten Neuerungen aus dem Release 4.4 in einem Video. Und ich denke, gerade die Neuerungen bei den gemeinsamen Datensätzen, der Feinschliff am Universal App Builder und auch der verbesserte Excel-Import machen die tägliche Arbeit mit Z-Table nochmal ein deutliches Stück besser. Wenn Sie alles nochmal im Detail nachlesen möchten, ist das bei uns im Changelog oder auch im Blog möglich. Wenn Sie ansonsten Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns entweder einen Kommentar hier unter das Video oder wenden Sie sich an uns im Forum unter forum.ztable.io. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!